Wer schneller schießt und dabei besser trifft, der hat entweder Glück oder ist im Recht. Heute geht es um das Thema, wie halte ich überhaupt meine Langwaffe richtig. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ja, wer trifft, wer schneller schießt, hat entweder Glück, aber wer das immer wieder wiederholen kann, der hat nicht Glück, sondern der weiß einfach, wie es gemacht wird. Dann stimmt die Technik. Das ist schon mal richtig. Es gibt grundsätzlich nicht richtig oder falsch, außer wenn wir unsere Grundregeln der Sicherheit missachten. Das geht natürlich gar nicht. Aber ansonsten, was du machst, wenn das zum Erfolg führt, dann ist das wohl der richtige Weg. Aber dennoch gibt es natürlich einfach ein paar Basics, die wir beachten sollten, die wir beachten können. Ein paar Tipps, die ich auch im Laufe meiner Zeit, meiner Ausbildung, meiner Einsätze auf den Weg bekommen habe. Und ja, ich habe selber festgestellt, wenn ich die beachte, dann führt das schon zum Erfolg. Ja, dann verschaffe ich mir dadurch eben Vorteile. Und eben heute explizit geht es um die Haltung der Langwaffe. Wie machen wir das? Dazu werden wir heute genau 4 Punkte behandeln. Das erste ist Thema Schulterstütze. Zweites ist die Hand, mit der ich nicht den Abzug betätige. Drittes Thema ist die Hand, mit der ich den Abzug betätige. Und das vierte Thema wird heute sein, der richtige Stand. Kommen wir zum ersten Punkt, der Schulterstütze. Dieses Teil heißt Schulterstütze, weil man damit die Waffe in die Schulter stützt. Sowas sieht vielleicht cool aus, wer meint, aber bringt uns nicht zum Ziel. Deswegen die Waffe tatsächlich in die Schulter stützen. Vorteil bei diesen Schulterstützen ist, dass ich die schön in der Länge verstellen kann und somit optimal an meine Größe, an meinen Komfort anpassen kann. Das muss aber jeder für sich selber rausfinden. Ich zum Beispiel stelle meine Schulterstütze in etwa in die Mitte, dann noch eine Raste raus und das ist die perfekte Position für mich. Wie gesagt, muss immer bequem für dich sein. Wo drücken wir die Waffe in die Schulter? Ja, das musst du auch im Prinzip selber entscheiden. Ob hier weiter außen, weiter innen, das obliegt komplett dir. Du musst zurechtkommen damit. Ich habe meine etwa hier, wenn ich jetzt eine Platte noch anhätte, dann wäre das quasi knapp neben der Platte, aber auch nicht zu weit außen. Wie gesagt, das musst du selbst rausfinden. Kommen wir zum nächsten Punkt, zweiter Punkt, und zwar die Hand, mit der du nicht den Abzug betätigst. Ja, es hat sich hier wohl deutlich herausgestellt und gezeigt, dass der C-Griff oder Affengriff auch genannt wirklich am besten ist. Denn das Ziel ist ja immer, die Kontrolle, die maximale Kontrolle über die Waffe, über den Rückstoß zu haben. Und wenn du ein Seil zum Beispiel hochkletterst, dann greifst du das Seil ja auch nicht so, sondern du benutzt den Daumen. Wenn du was richtig fest greifen möchtest, dann greifst du das tatsächlich so. Und so finde ich, ist es auch am besten, ist die beste Lösung bei einer Langwaffe eben den C-Griff hier, den Handschutz fest umschließen. Da kannst du den Rückstoß maximal kontrollieren und die Waffe auch richtig fest greifen, in die Schulter drücken. Da rutscht dir einfach nichts weg. Aber was müssen wir beachten? Bei Waffen wie der Kalaschnikow oder unserem guten alten M1 Klappkarabiner, da hast du in der Regel Kimme und Korn und hast eben keinen Rotpunkt, das eben erhöht auf der Waffe sitzt. Das heißt, mit dem C-Griff würdest du dir hier komplett die Sicht durch das Visier verbauen. Und auf kurze Distanzen mag das keine Rolle spielen, da wir hier nach Gefühl schießen. Aber wenn es weiter weg geht und wir die Optik nutzen wollen, beziehungsweise Kimmelkorn, dann wird das hier einfach nicht funktionieren. Was ich damit sagen möchte, wenn du mit einer Waffe spielst, die Kimme und Korn verbaut hat, das relativ tief sitzt, dann denk daran, dass du vielleicht dein Kimmelkorn freilässt und nicht mit dem Daumen verdeckst. Bei unseren Waffen wie der hier, wo wir sowieso unser Rotpunkt oder ein Zielfernrohr mit einer Erhöhung montiert haben, ist es völlig egal, denn hier verdecken wir gar nichts. Der C-Griff eignet sich perfekt, um die Waffe stabil zu halten, um den Rückstoß zu kontrollieren. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Druck wenden wir mit dieser Hand eben auf. Und da sage ich dir, mit der Hand, mit der wir nicht den Abzug betätigen, drücken wir die Waffe quasi komplett in die Schulter. Damit halten wir die Waffe stabil. Das ist nicht die Aufgabe der Abzugshand, sondern das ist wirklich die Aufgabe der anderen Hand. Womit wir zum dritten Punkt kommen, eben gleich überleitend zu der Hand, mit der wir den Abzug betätigen. Das ist, wie gerade erwähnt, eben nicht die Aufgabe dieser Hand, die Waffe stabil zu halten, außer du hast nur noch einen Arm, der andere wurde dir vielleicht weggeschossen gerade, sondern ja, die Aufgabe von dieser Hand ist tatsächlich, den Abzug zu betätigen. Klar halte ich auch mit dieser Hand zu einem gewissen Prozentsatz die Waffe fest, vielleicht 10%, wenn ich das jetzt mal ausdrücken müsste, aber die Hauptaufgabe ist es eben hier, den Abzug zu betätigen. Wie betätigen wir den Abzug? Ich habe ja erwähnt, das war auch Teil meines Trainings letzte Woche, das werde ich aber in einem separaten Video erklären, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Nun kommen wir zum Punkt 4, dem letzten Punkt, und zwar der Stand. Der Stand ist sehr wichtig.
So stellen wir uns niemals hin, denn das ist das instabilste, was du überhaupt aufs Parkett tanzen kannst. Also, das macht hier gar keinen Sinn, irgendwie so zu schießen, sondern wir müssen grundsätzlich immer einen stabilen Stand haben, dass uns einfach so schnell nichts umhauen kann. Natürlich gibt es hier Lehrbücher, Lehrmeinungen. Sowas haben wir auch schon gesehen, zum Beispiel, dass wir unsere Füße hier parallel stellen und dann den hier machen. Die Beine eben mit den Füßen komplett parallel. Das ist absoluter Käse. Stell dich mal so hin, hab die Füße komplett parallel und sag mir dann, ob es für dich absolut 100% bequem ist. Nein, ich spüre hier einfach eine Spannung in beiden Beinen. So ist kein natürlicher Stand und es muss immer natürlich sein. Wenn du dich verbiegst, es ist in sämtlichen Lebenslagen so, dann wird da nichts draus. Deswegen sage ich dir, wie wir es machen. Der Ansatz ist sehr gut, aber wir nehmen leichte Veränderungen vor. Achtung, das war's schon. Eine kleine Veränderung und plötzlich fühlt es sich nicht mehr unangenehm an, sondern total angenehm. Und so stellen wir uns auch hin. Also wie ihr gerade gesehen habt, der Stand ist so, als würdest du jemanden wegboxen wollen und genauso machen wir es auch bei der Waffe. Die Füße mit einem ordentlichen Abstand auseinander, nicht ganz parallel, haben wir gerade gesehen. Wir gehen leicht in die Knie, das ist die stabilste Position, die wir erreichen können. Probier das einfach mal selbst aus, nimm deine Waffe, geh in Anschlag, lauf 1, 2, 3 Schritte und dann bleib plötzlich stehen. Und das ist die perfekte Position für dich. Was ist mit dem Oberkörper? Wir stehen auch hier nicht so da. Entweder wenn du einen auf die Platte bekommst, dich einer anrempelt zum Beispiel oder ja, du eine ordentliche Salve abgibst, ja, dann ist ja immer das Ziel, dass es dich nicht umhaut, beziehungsweise jetzt eben beim Schießen, dass du den Rückstoß optimal abfängst. Und das kann ich nicht, wenn ich hier so dastehe, sondern wir gehen mit dem Oberkörper leicht nach vorne und können hier quasi die ganze Kraft abfangen. Und das soll eben das Ziel sein, wie ich vorher schon gesagt habe, die maximale Kontrolle allgemein über die Waffe, über den Rückstoß und über alles, was sonst noch so kommt. Wie gesagt, wie wenn jemand ausweicht und dich aus Versehen anrempelt oder du eine gewischt bekommst. Alles in allem können wir zusammenfassend sagen, das hier ist ein ordentliches Bild. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und vor allem steig mit ein, wenn du noch nicht dabei bist oder wenn du schon dabei bist bei unserer Herausforderung, dann gib mir doch auch mal einen Zwischenbericht. Schreib mir gerne eine E-Mail, schreib es in die Kommentare, würde ich mich freuen. Gib mir ein Feedback, wie es denn dir ergeht, was deine Schwierigkeiten sind bei der Challenge, beziehungsweise was dir besonders leicht fällt. Und ich freue mich, wenn du natürlich beim nächsten Video mit dabei bist. In diesem Sinne, vielen Dank, immer dranbleiben Leute, bis zum nächsten Mal, euer Flacco. Ciao!